Thank you for the introduction. I have also to apologize because we have prepared the whole speech in German, but I guess we can discuss it in English anyway. So we'll give it a try, and I hope you all understand what we are trying to say to you. Yes, it's all about authority files today, I think. So you also already know what it is. We had an idea of what is the basis here. So we mentioned it as a first slide. I guess we can skip it. For us is one thing is very important. It's that authority records and the entity relationship model we already heard a lot about is something that's really useful in the semantic web. So the most important thing, I guess, is that we can express things with relation and in a machine-readable way. So we have those persistent identifiers for entity records, and they are related to each other. That's very important for us, and one important issue for the GND, which we will introduce shortly, is that authority files are kind of bridges that can be used to connect data. And I think the most important feature of these bridges is that they are stable. So it's not just fluid connections that you can compute with a computer and next day they are gone. It's about reliability here. And but one thing about networks is also that you don't have to do everything on your own. You can cooperate. So that's another important issue here, and this, I think, the reason why we are talking together today. So, what's the GND? GND is a free data set. So we already learned a lot about free data today and linked open data, and the GND is also a free data set with lots of different kind of entity types here inside of it. Today it's all about works, but I guess you need persons to explain what a work is about, and you also need subject headings and things like that. So it's all interlinked. The GND is also a network of data, and that's the most important part. It's a cooperation, and we have a lot of partners that work together to build this network. And we also have, as you can see other networks there as a partner, like ORCID. Yeah? It's important to join the networks, not only being the biggest network or the only hub where everything is located. You need to cooperate with other networks, and that's the most important part. So there is not the one place where everything is stored. That's very important. That's why we mostly focus on cooperation in the last years. And just to give you an overview about some of them, it's about science, publishers. So we cooperate also with our German publisher network, let's say that way. We have a big project running that's called GND for C, GND for Cultural Organizations. And we also have a cooperation with Wikimedia, which is the organization behind Wikipedia and Wikidata, which is very important because we think that's a good thing to work together, because clusters like Wikidata can be really big hubs, international hubs, to collect data. They are not authority files, but they may be really important additions, so you don't have to put everything into the authority file. You can put it to Wikidata and collect many information, useful information there, without the barrier of being a big organization or to standardization and things like that. So
it's about working together. So the vision behind the GND is to build bridges between those partners, and we wanted to have the GND as a main purpose to be in part, provide bridge parts, let's say it that way. So now we switch to German because it's very complicated, and I think in English. It's about Werktitel and rules in German and our cataloging system, and I think it's better that way. Okay. Gut, ich mache das jetzt mal gleich auf Deutsch, weil wir haben jetzt so überlegt, wie machen wir das, um nochmal zu verdeutlichen, wie sieht so ein Werknormsatz aus in der GND für Werke der Musik. Es waren vorhin schon Bilder da über FRBR. Wir befinden uns hier wirklich, wenn wir über Werknormsätze der Musik reden, auf der nicht körperlichen Ebene. In den RDA-Schulungen haben wir immer allen gesagt, stellt euch vor, das Werk ist so eine Blase in eurem Kopf, da ist nichts verkörpert, man kann es nicht anfassen, es schwebt irgendwo rum. Und die Frage, ob es mal ein Stuhl oder ein Buch wird oder vielleicht ein Bild, können wir an dem Punkt vielleicht überhaupt noch nicht beantworten, weil das sehen wir erst dann, wenn wir in der Expressionsebene sind. Vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt, wie kann man in die GND Datensätze einbringen. Das sind nicht nur wir als Deutsche Nationalbibliothek, die GND technisch hosten. Wir reden hier wirklich über einen Bereich von einer sehr, sehr großen Community, aber nicht einzelne Bibliotheken sind Teilnehmer in der GND, sondern das läuft immer über Agenturen. Die Bibliotheksverbünde wie HEBIS oder SWB wird Ihnen was sagen. Um Teilnehmer sein zu können, braucht man ein ISIL oder ein Mark Organization Code. Ich habe hier so ein bisschen das Problem, dass der Laptop so weit unten steht. Deswegen stehen wir immer alle so verschoben und gucken da hoch. Technisch ist es so, dass Sie entweder über die WinIBW, das ist ein Client mit einem Zugriff aufs CBS von OCLC, oder agenturspezifische Oberflächen brauchen, um überhaupt Werknormsätze oder überhaupt Datensätze in der GND bearbeiten zu können. Es gibt bislang ein Webformular für Personennamen und ab dem zweiten Halbjahr 2019 auch ein Webformular für Körperschaften. Wir haben schon erste Anfragen gehört, auch für Webformulare für Werknormsätze der Musik. Das ist so ein Punkt, wo wir denken, wo man hier durchaus drüber reden sollte, ob das eine Möglichkeit ist. Wir haben aber auch noch andere Ausblicke und Ideen. Aber auch weitere Angebote sind geplant, zum Beispiel GND meets Wikibase. Die Option der Kooperation und auch die Frage der technischen Möglichkeiten, die jeder von uns hat, um dann zusammen in eine Normdatei zu arbeiten, da gibt es gerade viele und wir freuen uns darauf, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Jetzt wird es ein bisschen praktisch und vielleicht für die Kollegen, die jetzt nicht katalogisieren, Normdaten anlegen oder damit arbeiten, vielleicht auch ein Stück trocken. Das sind ein paar Zahlen. 2015 haben wir in Deutschland auf RDA umgestellt. Die letzten großen Bibliotheksverbünde haben dann 2016 umgestellt. Vor 2015 haben wir auch Werknormsätze in der Musik eingebracht. Damals nach Rackmusik 2003 entstanden ist das Ganze aus der Einheitssachdatei, die mal im Deutschen Musikarchiv geführt wurde. Zurzeit haben wir 200.000 Werknormsätze der Musik. Jetzt werden Sie vielleicht wundern, warum wir da TU reingeschrieben haben und 1 und 3. TU ist einfach die Satzart in der GND, wenn man im internen System ist, die Werknormsätze kodiert, und 1 und 3 sind Redaktionslevel. Das liegt dann daran, wer hat den Datensatz eingebracht, mit welcher Berechtigung. Das sind dann interne Abstimmungen innerhalb der GND. Ein Bild, was wir heute schon ein paar Mal gesehen haben, wir haben uns jetzt beispielhaft Giuseppe Verdi ausgesucht, Aida, Gloria et al. Wenn Sie bei uns im Portal diesen Werknormsatz suchen, sieht es so aus. Ich habe jetzt einfach hier nochmal intern ein Beispiel gebracht. Wenn wir in unserem Katalogisierungsclient sind, sieht es so aus. Also intern Pika 3, das Ganze wird in den Daten bei uns auch auf Mark 21 dann gemappt. Können Sie natürlich jetzt nicht viel erkennen, deswegen haben wir es mal ein bisschen auseinandergenommen.
Hier einfach nochmal die Erklärung für die Syntax, wie innerhalb der GND Normdatensätze an sich strukturiert sind. Und diese Strukturierung betrifft jetzt nicht nur Werknormsätze, sondern alle Datensätze, die wir in der GND haben. Und das ist egal, ob das ein Personennamenssatz ist oder ein Körperschaftsdatensatz. Die interne Syntax ist an den Stellen immer gleich. Wir haben das jetzt mal aufgrund der Übersichtlichkeit probiert, ein bisschen zusammenzufassen. Sie sehen die 0xxer-Felder und die 9xxer-Felder. Das sind rein administrative Felder, die wir zur Steuerung benutzen. Wim zum Beispiel sagt, das ist ein Werktitel der Musik. Wenn das ein Werktitel wäre, den die Sacherschließung hauptsächlich benutzt, hätte es eine andere Kodierung. Auch alte Nummern, man sieht, wir haben ja mal zusammengespielt, die Normdateien, die wir im deutschsprachigen Raum hatten. Alte Nummern transportieren wir mit, damit die URIs weiter ansprechbar bleiben. Hier der bevorzugte Titel des Werkes in der 130 und Verweisungsformen, die wirklich entweder andere Bedeutungen in einer Sprache haben können. Sehr häufig finden Sie hier abweichende Titel in anderen Sprachen. Wir können Beziehung angeben. Einmal Beziehung sehen Sie hier in der 380, das ist eine Beziehung zu dem Sachschlagwort Oper. Wir geben aber auch die Beziehung zum RDA, nennt es ersten geistigen Schöpfer an. Das ist in der 500 gekennzeichnet an dem $4,1. Weitere Beteiligte auch in der 500, das ist halt die gleiche Elementebene, durch das $4 wird dann eine andere Rolle, die eine weitere beteiligte Person hat, gekennzeichnet, hier der Librettist. Und die 530 ist die Beziehung zu einem anderen Werk, in dem Fall ist dieses Teilwerk enthalten in AIDA. Über die Nummer, die Sie da sehen, kann man dann über die Systeme bei uns per Klick einfach dann zu dem übergeordneten Werk kommen. Wir sind knapp in der Zeit und wir auch schon bei der letzten Folie. Das sind die Fragen, die wir für die Runde hier jetzt mitgebracht haben, weil wir mit dem Deutschen Musikarchiv sehen schon unsere Aufgabe in dem Bereich Werknormsätzen hier was zu tun. Wir haben aber auf der anderen Seite auch ein eingeschränktes Sammelgebiet. Das heißt, viele Dinge, die da sind und in ihren Bibliotheken oder Archiven oder sonst wo liegen, kommen gar nicht bei uns an. Die sehen wir überhaupt nicht. Die Musik-Community ist in dem Bereich nicht immer so aktiv, wie wir es uns vielleicht auch wünschen würden. Und für uns ist wirklich an der Frage nach Kooperation innerhalb der GND für Normdatenarbeit. Gerade im Bereich der Werke der Musik haben wir da, glaube ich, alle miteinander noch Perspektiven, gut gemeinsam miteinander zu arbeiten. Dieser nächste Punkt, der jetzt hier benannt ist, mit spezifische Erfassungsumgebung. Im Moment denken wir immer über Webformulare da, aber ist es das wirklich nur? Haben wir nicht noch andere Ideen gemeinsam? Das würden wir hier gern in die Runde mitgeben. Welche Möglichkeiten haben wir? Und wir wissen, unsere technischen Möglichkeiten in der Bibliothek sind vielleicht auch nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Was haben wir da gemeinsam für Ideen und können das machen? Andere Fragen, die wir uns stellen, weil gerade bei den Werknormsätzen der Musik sind Werkverzeichnisse, Referenzierung, wie machen wir eine Hauptansetzung? Das sind ja Diskussionen, die wir alle kennen. Können wir da noch miteinander vielleicht über Vernetzung mit Authority Files oder Wikidata uns einfach das Leben gegenseitig leichter machen und intensiver miteinander arbeiten? Mit der Folie würden wir gern enden und damit vielleicht in die Diskussion gehen.